Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr beim Proxmox Hypervisor bei einer VM die Festplatte erweitern könnt und was ihr dabei beachten müsst, je nach Betriebssystem. Wir melden uns erst einmal an, am besten mit den Root-Zugangsdaten, oder ihr könnt diese Anpassung auch mit einem normalen User ohne Adminrechte machen. Wir haben jetzt hier einmal unsere virtuellen Systeme. Ich gehe hier einfach mal hier drüben drauf. Wir haben hier mehrere Maschinen. Ich würde jetzt testweise einfach mal oben die Zappix, in dem Fall ist es ein LXC-Container. Es gibt zwei Unterschiede. Bei LXC-Container muss man nicht zwingend im Betriebssystem die Festplatte erweitern. Bei Windows ist das eher der Fall. Das heißt, hier ist es recht einfach. Ihr geht einfach auf Ressourcen und könnt dort den Arbeitsspeicher, den Swap-Speicher, die CPU und natürlich auch die Root-Disk ändern. Wenn ihr die Festplatte erweitert, müsst ihr auf Volume Action und dann Resize gehen. Wichtig ist, den Wert, den ihr hier eintragt, ist der dazugerechnet wird. Nicht wie bei VMware, wenn wir 50 GB haben, entweder es auf 70 GB. Wenn ihr da jetzt 70 GB eintragt, würde er zusätzlich zu den 20 70 hinzufügen, also hätten wir dann 90. Das heißt, hier würden wir zum Beispiel einfach mal 10 hinzufügen. Wir drücken auf Resize Disk und dann geht er einmal das durch. In meinem Fall kann das ein bisschen dauern, weil der im Hintergrund je nach Disk, ob du jetzt das auf einer HDD hast, auf einer SSD, kann die Erweiterung ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und nur bei bestimmten Betriebssystemen können wir auch live erweitern. So, Task ist erledigt. Und in dem Fall werden jetzt schon direkt die 30 GB verfügbar. Wichtig ist, das bezieht sich auf den LXC-Container. Da ist sozusagen alles automatisiert, beziehungsweise kann man das im Live-Betrieb machen. Wichtig ist Arbeitsspeicher und Swap nicht, aber da würde ich nochmal ein anderes Video zu machen. Dann haben wir einmal normale VMs, das ist zum Beispiel jetzt eine Linux-VM. Da müsste man im Normalfall erst die VM herunterfahren, nicht bei der Festplatte, aber bei Arbeitsspeicher und CPU. Hier ist das gleiche, wir würden in dem Fall auf Hardware gehen und hier bei Hardware ändert ihr dann die Festplattengröße, in dem Fall zum Beispiel hier Edit bzw. Disk Change und dann Resize. Aber das Prinzip ist das gleiche, hier müsst ihr zum Beispiel 10 angeben, dann würde er die auf 50 erhöhen. Wichtig ist aber, wie gesagt, bei diesem System müsst ihr dann in Linux den Resize-Befehl eingeben. Die würde ich euch unten nochmal reinpacken, was bei Linux, bei Windows, wobei bei Windows-Festplattenerweiterung würde ich nochmal ein separates Video dann machen. Wenn ich zum Beispiel bei Windows die Festplatte erweitere, das können wir jetzt zum Beispiel bei dem Server sehen, haben wir in dem Fall hier die EFI-Partition, die ist für euch irrelevant. Für euch ist wichtig diese Partition. Das heißt, wenn ihr jetzt das Resize macht, zum Beispiel 10, würde er es auf 70 erhöhen und dann müsst ihr in Windows der Datenträgerverwaltung die Festplatte erweitern. Das würde ich nochmal separat in einem einzelnen Video machen, wie ihr das bei Windows macht und bei Linux. Ich würde euch aber schon mal die Schritte unten in der Beschreibung reinschreiben, wo ihr hingehen müsst zum Erweitern. Wichtig ist natürlich, ihr braucht auf den jeweiligen Systemen Admin-Root-Rechte. Genau, das heißt, wir würden jetzt in dem Fall dann die 60 in die 70 umwandeln und sonst habe ich eigentlich primär nur Windows und Linux. Und je nach Linux-Version kann man auch in der GUI sozusagen extenden. Das liegt aber immer daran, ob ihr eine Appliance habt, also eine Linux-Appliance von irgendeinem Hersteller, hier wie Redox, was auch immer, oder ob ihr eine normale VM habt, die kein Template ist, sondern einfach zum Beispiel per ISO installiert ist. Zum Beispiel Zamat VM, das ist eigentlich einfach nur ein Ubuntu, normal installiert mit ISO. Oder Melkau ist auch einfach nur eine ISO und installiert mit einigen Containern. Da ist, wie gesagt, wichtig, dass ihr von dem jeweiligen Betriebssystem die Befehle habt. Also Debian, Ubuntu, Red Hat, je nachdem, was ihr für einen Linux, also für eine Distribution habt, sind das gegebenenfalls unterschiedliche Befehle. Bei Windows ist es entweder Diskpart, wenn ihr über CMD oder PowerShell geht, oder halt über die
Festplattenverwaltung, bzw. Datenträgerverwaltung. Ja, das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, wie ihr eine Festplatte erweitern könnt auf Hypervisor-Seite, also auf Proxmox Hypervisor-Seite. Der Part für die jeweiligen Betriebssysteme schreibe ich euch unten nochmal rein. Wie gesagt, LXC-Container automatisch, Windows Datenträgerverwaltung und bei Linux packe ich euch die Befehle unten rein und später gibt es dann nochmal einzelne Videos zu den jeweiligen Betriebssystemen. Weil in dem Fall die Linux haben halt keine GUI, sondern die sind halt rein terminal-basiert, deswegen müsst ihr da dann die Befehle eingeben für den Extend der Festplatten. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.